Diese fröhliche kleine Arbeit passt wunderbar in ein Kinderzimmer. Der Untergrund ist schnell gemacht und bringt die beiden Kinderfiguren aus Draht bestens zur Geltung. Für diese Arbeit habe ich mich für einen dicken Keilrahmen entschieden. Die Maße sind 20 x 50 cm. Du brauchst etwas Wellpappe und einen Bogen Seidenpapier, wie man ihn zum Einpacken von Geschirr oder Ähnlichem braucht. Und dann natürlich noch Binder, um die Papiere aufzukleben. Die Wellpappe sollte ungefähr 1/3 der Leinwand bedecken und es ist schön, wenn du den oberen Rand reißt. Das Seidenpapier wird einmal angefeuchtet, am besten geht das mit einer Sprühflasche. Das muss gut durchgefeuchtet sein, sodass es dann auch in dem Acrylbinder am besten haftet. Dann grundiere ich die Leinwand mit Acrylbinder und das mache ich hier mit einem Spachtel. Erstens kann man den besser auswaschen anschließend als einen Pinsel und zweitens brauche ich den Spachtel auch noch, um das Papier auf der Leinwand aufzudrücken. Also fange ich gleich mit dem Spachtel an. Und dann sprühe ich auch noch einmal diesen Acrylbinder ein, dass also Feuchtigkeit auf dem Bild ist. Und dann kannst du dein Seidenpapier, was wir eben vorher schon eingefeuchtet haben, ganz locker drauflegen. Nicht sofort festdrücken, das muss so ein bisschen justiert werden, festgeruckelt werden. Und nun beginne ich mit den Händen so ein bisschen Falten reinzubringen und die sind im oberen Bereich deutlich stärker als dann im unteren Bereich. Also der obere Bereich deutet einen Himmel an, während der untere Bereich dann ein bisschen nur ein bewegter Hintergrund ist. Je nachdem, wie feucht dein Seidenpapier ist oder eben nicht feucht, kannst du es noch einmal einsprühen. Und dann gehst du mit dem Spachtel und dem Acrylbinder über die Oberfläche. Wir wollen also das ganze Bild einmal mit diesem Binder bedecken, dadurch versiegeln wir auch diese Oberfläche und der Binder dringt komplett durch das Seidenpapier und dadurch haftet es perfekt auf dem Untergrund. Und das Seidenpapier ist jetzt so gut durchgeweicht, dass du ganz vorsichtig mit Hilfe des Spachtels den Rand abreißen kannst. Dann kann die Wellpappe aufgeklebt werden. Die streiche ich jetzt einmal von hinten mit Acrylbinder ein und bei Wellpappe musst du ein bisschen aufpassen. Du solltest sie nicht anfeuchten, weil sich dann die Welle löst. Also das Papier, was eben oben drauf liegt, das kann sich komplett auflösen und du verlierst diese Struktur. Also einfach nur mit Acrylbinder arbeiten, gut einstreichen im Hintergrund und dann wird es jetzt gleich in dem unteren Bereich aufgeklebt. Da lässt du einfach an den Seiten rechts und links was überstehen. Das schneiden wir erst ab, wenn alles getrocknet ist. Und jetzt aber auch ganz wichtig, die Wellpappe eben auch mit Acrylbinder einstreichen, sodass auch diese Fläche komplett versiegelt wird. Und ich fülle dann auch noch ein bisschen mit dem Acrylbinder quasi die Löcher, die von der Wellpappe mitten im Bild zu sehen sind. Das geht natürlich nur mit einem Pinsel. Hier kommst du also mit dem Spachtel nicht weiter. Und mit dem Pinsel gehe ich dann auch gleich noch einmal komplett über die Fläche und versuche eben Unebenheiten wegzupinseln.
1 bis 2 Tagen ist das getrocknet. Und dann ist der erste Schritt, die überstehenden Laschen von der Wellpappe abzuschneiden. Das geht jetzt ganz einfach mit einem Cuttermesser. Schieb die Klinge raus und dann kannst du wie mit einer Säge das am Rand entlang schneiden. Achte darauf, dass du nicht in den Rahmen schneidest, also in das Gewebe, aber ansonsten ist das sehr schnell erledigt. Und dann wird die ganze Fläche einmal mit weißer Acrylfarbe eingestrichen. Es kann sogar sein, dass du es ein zweites Mal einstreichen musst. Was wir erreichen wollen, ist eine einheitlich gleiche weiße Fläche, sodass also dann auch die Farben gut zur Geltung kommen. Und streiche auch die Ränder, damit wirklich überall die gleiche Oberfläche ist. Das ist gerade bei diesem dicken Rahmen wichtig, weil der ja auch von der Seite sehr sichtbar ist. Wenn das gut durchgetrocknet ist und deine Fläche nun auch wirklich schneeweiß ist, dann kommen wir mit der Farbschicht, die jetzt die Strukturen sichtbar macht. Und dafür nehme ich mir ein tiefes, dunkles Braun, das ist so ein Nougatbraun, versetze das mit Wasser und verdünne also so die Farbe, dass sie doch sehr flüssig ist. Einmal kurz umrühren, dann löst sich also diese Farbe auch gut. Und dann wird tatsächlich das ganze Bild mit dieser Farbe eingestrichen. Das ist immer so ein Schockmoment. Du kannst einmal vorher noch die Oberfläche mit Wasser besprühen. Dadurch verteilt sich die Farbe besser. Aber es ist wichtig, dass wirklich einmal die ganze Fläche jetzt mit der Farbe bedeckt wird. Sprühe ruhig noch ein bisschen Wasser auf, dann verteilt sich die Farbe noch besser und die Strukturen kommen noch deutlicher heraus. Und den Überschuss, vor allem in der Mitte des Bildes, den nimmst du mit einem Küchentuch ab. Und da kannst du jetzt spielen, wie viel Farbe bleibt stehen, wie gleichmäßig soll es sein. Eventuell musst du auch noch mal Farbe aufgeben, aber das ist jetzt dir überlassen. Auch diese flüssige Schicht muss trocken sein, bevor es jetzt weitergeht. Die Strukturen sind schon toll sichtbar, aber du kannst noch ein kleines bisschen mehr dafür tun, indem du jetzt mit weißer Farbe und einer Farbrolle über das ganze Bild gehst. Also mit wenig Druck, aber die weiße Farbe kommt dann natürlich an den höheren Stellen an und dadurch wird das Ganze noch einmal ein bisschen strukturierter. Es gewinnt noch mehr an Tiefe. Probier es einfach aus. Es ist einfach und sieht gut aus. Diese gerollte Farbe ist nach einer guten Stunde trocken und bevor die Figuren aufgeklebt werden, lackierst du jetzt auch noch mal die Oberfläche, damit auch alles im Untergrund geschützt ist. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke. In der Zwischenzeit habe ich diese Kinderfiguren aus ummanteltem Draht vorbereitet. Wie ich das gemacht habe, kannst du in einzelnen Schritten im Begleitheft nachlesen. Und jetzt brauchen diese Drahtfiguren ein Kleid aus Papier und dazu eignet sich hervorragend Zeitungspapier. Also du kannst einfarbiges Zeitungspapier nehmen. Ich nehme jetzt hier einen Ausschnitt aus einer Werbung. Und das Ganze wird einfach mit Bastelkleber jetzt eingestrichen. Das heißt, nur der Bereich, wo quasi das Kleidchen stattfindet, also nicht mehr die Füße, wird von hinten mit Kleber eingestrichen und dann auf das Zeitungspapier gelegt
passende Stelle raussuchen, aufdrücken und dann einen Moment festhalten, bis dieser Kleber seine Klebkraft entwickelt und das Ganze dann auch hält. Und für die zweite Figur habe ich eine farbige Grafik in dem gleichen Artikel gefunden und da ist jetzt die Vorgehensweise genau die gleiche. Für den Drachen nehme ich jetzt ein einfarbiges rotes Stück, gleiche Vorgehensweise, und dann sind die Figuren fertig und müssen nur noch trocknen. Wenn der Kleber trocken ist, dann schneidest du entlang des Drahtes die Figuren aus. Bei dem Drachen müssen dann noch die Drachenstege geklebt werden, also das Kreuz in der Mitte. Da sind nochmal 2 kurze Drahtstücke, die dann eben genauso wieder mit dem Bastelkleber aufgeklebt werden. Zum Schluss müssen die Figuren jetzt auf dem Untergrund montiert werden. Wichtig ist, die Drachenschnur durch die Hände zu ziehen, also so, dass die Kinder wirklich diesen Drachen in der Hand halten. Es ist Draht, du kannst das Ganze also zurechtbiegen. Es ist ein bisschen tricky, weil es unter Spannung gerät, aber mit dem entsprechenden Bastelkleber und ein bisschen Druck positionierst du die Figuren an der richtigen Stelle. Die Beine gehen so ein bisschen in die Wellpappe hinein und der Drachen sollte in einem Schwung nach oben in dem Himmel landen. Wichtig ist, dass du den Drachen nur an einem Punkt festklebst, also quasi an der Stelle, wo die Schnur in den Drachen übergeht, sodass der Drachen auch noch außerhalb des Bildes ist, also ein bisschen hervorsteht und die Schnur ganz locker über dem Bild sozusagen schwebt. Ich stelle hier ein Glas drauf zum Beschweren, weil das ein bisschen unter Spannung ist und immer wieder wegrutscht, aber im Grunde genommen ist es so fertig. Der Rest wird unten von der Schnur abgeschnitten und dann ist dein Bild auch fertig.